Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird Teil einer Videoserie werden, und zwar geht es diesmal um das Teil hier. Arox B-Modell, allerdings ohne Anhänger. Worum geht es in diesem Video? Ich werde euch den erstmal kurz nochmal vorstellen, so wie Lego erfunden hat mit all seinen Funktionen, die er so hat. Im Anschluss gibt es dann einen kleinen Ausblick, was ich mit dem Teil vorhabe. Und im Nachgang dann auch immer wieder verlinkt an den entsprechenden Stellen wird es die Videos separat dazu geben, zu den Umbauten, Aufbauten etc., was ich hier dazu vorhabe. Aber mehr dazu später. Falls es euch gefällt, wie gesagt, Daumen hoch wäre schön, dann sehe ich das. Also lasst uns anfangen. Den habt ihr wahrscheinlich auch noch auf dem Schirm. Das war mein letzter individueller Umbau. Ähnlich wird es mit dem hier werden. Wir nehmen irgendwie ein Modell, was von Lego fertig ist, und bauen einfach irgendwas anderes hinten drauf. Ja, also meinen Holzkran hier gibt es separate Videos dazu, könnt ihr euch gerne angucken. Als ich den gebaut habe, das hat relativ viel Spaß gemacht, hat eine Weile gedauert, und habe jetzt aber im Nachgang festgestellt, es gibt einen kleinen Nachteil. Der hier ist voll ferngesteuert, an sich eine coole Sache. Problem bei Lego ist halt, der hat hier einen Batteriekasten und der hat hier hinten einen Batteriekasten drunter. Das heißt, ich brauche hier 3, 6, ja, 12 Batterien. Lego ist schwer, wenn man es bewegt. Sieht nicht so aus, aber es ist so. Macht man hier 2-3 Mal Loop hin und her, klappt das Ding wieder ein, sind beide Batteriekästen leer. Zum Spielen absolut ungeeignet. Deswegen schön, so wie das ist mit Fernsteuerung etc. allem drum und dran. Bei dem hier, der wird komplett ohne Fernsteuerung, ohne Elektrik, ohne alles. Es wird absichtlich ein komplettes Spielmodell werden. Ich möchte, dass hier wirklich jeder irgendwo ohne Power Functions oder wie das Zeug heißt, weiß oder spielen kann. Das heißt, man nimmt einfach ein Zahnrad, dreht ein bisschen dran und dann passiert hier irgendwas. So soll es ganz einfach sein. So ist es ja bei dem letztendlich auch. Nicht wundern, ich habe einen Spickzettel lang, sonst vergesse ich die Hälfte. Genau, also was hat der originale Arox eigentlich dran? So wie er eigentlich ist. Nicht groß da, der hat eine Lenkung. Die würde ich euch gerne als erstes zeigen. Ich finde die relativ cool. Auch bei dem Video wieder, wie bei den anderen bisher gemachten. Ich mache dann Detailfotos von dem, was ich hier sage. Dann brauche ich jetzt hier nie. Ja, ihr wisst Bescheid. Lenkung wird beibehalten hier oben an den Rundumleuchten. Dreht man, dann lenkt sich das hier unten. Relativ praktische Sache. Was ich cool fand, der hat keine direkt Zahnräder drüber, sondern die Lenkung funktioniert hier über eine lustige Umlenkung, Teil Zahnrad mit Achse. Ist eine geile Sache, muss ich sagen. Ich finde das spitze. Da kann man nämlich relativ gut auch Distanzen überbrücken, wenn man mit einer Achse Zahnrad nicht so direkt rankommt. Das weitere Vorteil mit dieser Lenkung ist, das Ding, wie ihr wisst, ist voll gefedert. Das würde mit einer steifen Achse nicht funktionieren oder sehr schwer umzusetzen sein. Ich habe es bei dem anfänglich probiert. Der hier ist jetzt auch steif vorne dran, aber der war vorher gefedert. Zumindest hinten, vorne nie. Ich hatte es erst eingebaut, dass der vorne auch eine Federung hat, aber dann die Lenkung zu bewerkstelligen, die muss ja dann mitfedern. Und das über Achse direktes Zahnrad, schwierig. Finde ich die Variante hier eine absolut geile Erfindung, muss ich sagen. Was der vorher dran hat, um einen Sattelauflieger zu machen, man hat hier einfach so ein Hebelding. Pin vom Auflieger hier rein, Hebel vor, Pin bleibt stecken, Auflieger läuft mit. Auch eine coole Idee. Wird aber rausfliegen, das Ding. Weil es bleibt keine Sattelzugmaschine, ich mache was anderes draus. Und was ich auch anders machen muss, weil einfach zu viel Platz ist. Das Fahrerhaus ist klappbar, wisst ihr ja. Hier ist eine wunderschöne Mechanik unten drin, damit das so nach vorne schwingt. Auch das bleibt, wie es ist. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist der Rein-6-Zylinder hier unten. Der läuft mit, wenn man hier an der Achse dreht. Ich muss mal am Beten drehen, wenn ich so rede. So, no. Bei dem Motor muss ich mal gucken, ob das passt. Weil, was habe ich mit dem Ding hier eigentlich vor? Ich möchte hier 3 Pins brauche ich länger, damit das ganze Ding passt, eine Abrollmechanik drauf machen. Ne? Abrollkipper, wisst ihr, Container steht hinten, Haken geht runter, Container kommt oben mit drauf. Wenn ich den so kurz lasse, wie er ist der Hang hier zu steil, das heißt, hier würde alles hinten rausrutschen, deswegen wird er ein kleines bisschen länger, damit wird der Weg, kann ich länger machen, dann ist der flacher, der Hang. Wird aber der Motor hier im Weg sein, denke ich mal, so auf den ersten Blick, das heißt, dort muss ich einen Umbau vornehmen. Hier hinten die Platte, wie gesagt, fliegt raus, und was ich auch mache, Lego hat leider bei dem kurzen hier die gelben Federn drin gelassen, die sind ziemlich hart. Ich werde hier gegen die grauen tauschen, die sind weicher.
sodass ich dann auch noch eine Absenkung hier hinten, also nicht bloß drücken ist unten, sondern dann auch über Stellschrauben, dass der dann von alleine absenkt, damit es hinten auch noch mal flacher. Und dann ist das mit dem Abrollcontainer auch noch mal schicker. Dazu wird es dann auch 2, 3 verschiedene Container geben, die wiederum auch wieder einzelne Funktionen haben. Aber wie ich schon sagte, mehr dazu in separaten Videos. Genau, was habe ich noch vor, wenn es alles so läuft, wie ich mir das denke? Das Video haben wir jetzt. Es wird eine Komplettvorstellung geben mit allen Komponenten, die ich dann zusammengebaut habe, also quasi eine komplette Set-Vorstellung. Des Weiteren die Einzelkomponenten werde ich separat in einem Video vorstellen und dann habe ich vor, muss ich gucken, wie ich es umsetze. Ich möchte die Komponenten gefilmterweise euch nochmal zusammenbauen, sozusagen eine gefilmte Bauanleitung. Denn das, was ich hier vorhabe, soll jetzt kein Riesenumbau sein, sondern auch für euch mal eine Möglichkeit, ein Modell nachzubauen mit wenig Zeitaufwand und wenig Überlegung und dann aber auch ein richtig geniales Set zu haben, womit man auch spielen kann. Also nicht bloß große Kinder, sondern auch die kleineren. So Freunde, 6 Monatssprung vom August letzten Jahres. Stand von dem Video, was ihr gerade gesehen habt, zu dem, was jetzt kommt. So lange habe ich gebraucht, um das Ding umzubauen. Und hier noch ein bisschen was dazu zu bauen, was dann hier hinten drauf kommt. Wie gesagt, ich habe euch versprochen, eine Videoserie zu machen. Genau das wird es auch werden. Fahrplan ist folgender. Ich stelle euch heute das Geschoss hier vor. Erstmal so, wie es hier ist, ohne irgendwelche Aufbauten. Und dann wird es so sein, dass ich immer im 14-Tage-Wechsel eine Komponente vorstelle und dann jeweils die Woche danach gibt es ein Bauanleitungsvideo dazu. Ich habe alles, was ich jetzt hier gebaut habe, sowohl den Arox selber als auch die 3 Container hier rechts, habe ich in Modulen gebaut. Oder zumindest so zerlegt, dass ihr es in Modulen bauen könnt. Und habt die euch dann in die Kamera gehalten, dass ihr erkennen könnt, welches Teil an welches Teil drankommt, wie sieht das aus und wie wird es zum Schluss zusammengefügt, dass das oder das bei rauskommt. Das heißt, ihr habt wirklich, wenn ihr die Videos geguckt habt, die Chance, das Ding komplett selber nachzubauen. Das war mir wichtig, weil doch immer mal die Frage nach Bauanleitung kommt, und da ich das aber wirklich manuell Teil nehme, passt nicht, fliegt es wieder auseinander, baue, gibt es ja keine Papier- oder digitalen Bauanleitung dazu, es geht quasi nur so. Aber so macht es mir auch am meisten Spaß und ich werde das auch weiterhin so tun. Genau, ansonsten, wer noch mehr Infos haben will, als das, was hier so rauszuziehen ist, ich habe eine Facebook-Seite parallel laufen, dort habe ich auch bei dem Umbau schon immer mal Videos hochgeladen, die paar Einblicke geben in die Zwischenstände, zwischen den Zwischenständen. Mit Frustration, mit Freude und allem, was ich so gemacht habe. Guckt dort bitte auch gerne mal rein, ich werde das auch bei den nächsten Modellen wieder so machen. Genau, und ansonsten lassen wir uns überraschen, wie es so läuft. Also, was haben wir hier? Arox XL B-Modell. Ne? Das Ding ist nicht bloß 3, sondern 7 Pins länger geworden. Damit habe ich gewährleisten können, dass das mit dem ganzen Hakenspielerei funktioniert und dann auch mit dem Absetzkipper, der dann auch in den nächsten Videos hier mit vorgestellt wird. Ich wollte eigentlich noch 3 Pins länger machen, aber das hat von den Dimensionen ja nicht gepasst. Das war nie besonders schön. Darüber hinaus, eine Funktion, die ich euch gerade noch versprochen habe, ist hier nicht mit reingekommen. Das ist hier hinten so eine Absenkfunktion. Das Ding macht er hier mit den Federn von alleine. Aufgrund der eigenen Schwerkraft. Ne? Wie ich es ja bei dem Holzkran schon gesagt habe, Lego ist schwer, wenn man es bewegt. Und hier ist es so, wenn der Absetzer hier hinten den Container hochzieht, dann zieht es den hier von alleine runter. Von daher nie notwendig, hier noch manuell irgendwas zu machen. Also das habe ich weggelassen. Ansonsten ist hier nichts groß passiert. Ich habe den Arsch abgemacht, sage ich jetzt mal, und habe einen neuen wieder dran gebaut, damit das Teil, was hier ist, alles dran passt. Hier vorne ist komplett alles geblieben, wie es war. Fahrerhaus ist original, Scheinwerferkonsole ist original, Lenkung, Vorderradaufhängung ist original und auch die Hinterachsenaufhängung selber ist auch original geblieben. Habe ich nicht dran gemacht, ich habe wirklich nur drumherum umgebaut. Ja, also das Fahrerhaus lässt sich nach wie vor hier vorklappen. Auch die Batteriebox hier drin ist noch, also die Aufnahme für die Batteriebox ist hier noch drin, aber wie ich bereits sagte, ist das hier nicht nötig. Es ist ein Spielmodell für kleine Kinder, große Kinder ohne Power Functions, dass das mit normalem Geld und Zeitaufwand nachzubauen ist, ohne dann hier ständig Batterien wechseln zu müssen oder teure Motoren zu kaufen. Gut, genau. Elementarer Umbau von dem ganzen Haufen hier mal abgesehen. Ich habe in den Rahmen von dem Fahrerhaus hier vorne eingreifen müssen, um Platz zu schaffen. Das originale B-Modell hat hier einen Rahmen, der geht hier hinten ein bisschen weiter. Der hätte aber sich mit dem
mit dem Haken hier vorne um den Platz gestritten, deswegen das habe ich wirklich komplett umgebaut. Wie das im Detail aussieht, wie gesagt, seht ihr nächste Woche in dem Bauanleitungsvideo. Ansonsten, was auch interessant zu wissen ist, ich habe ewig gebraucht, um die Übersetzung rauszufinden, wo muss der Haken-Drehpunkt angeschlagen werden, wo müssen die Aktuatoren fest sein und hier oben dann verbunden werden, dass das Ding sowohl die Position erreicht, als auch wenn man das hier hochdreht, dann hier hinten weit genug runterkommt. Das bringt ja nicht, wenn der jetzt hier oben hängen bleibt, dann ist der hoch ist kein Container. Oder andersrum gesehen, ich komme bis hier runter, um hier ganz normal reinfahren zu können. Und beim Hochfahren bleibt der Haken dann hier vorne irgendwo stehen. Habe ich auch nicht gekonnt. Also diesen kompletten Weg zurückzusetzen und dann auch zusätzlich noch die Kraft zu haben, den doch etwas schwereren Container von hier hinten noch hier hoch zu heben. Ich habe eine Weile gebraucht. Aber falls ihr selber schon mal ein bisschen was probieren wollt, bis ihr dann das Bauanleitungsvideo habt, die Pin-Formel ist von dem Punkt, wo die Aktuatoren hier vorne fest sein müssen, bis zu dem Drehpunkt, wo der Haken in dem Fall fest ist, haben wir hier einen Abstand von 15 Pins. Und wenn man die Ebene von dem Aktuator hier vorne bis hier hinten weitergeht, muss man dann noch 4 Pins nach oben gehen. Also Mitteldrehpunkt Zahnrad, Drehpunkt Haken, das sind 4 runter und 15 rüber. Und wie ihr dann hier seht, der Anschlagpunkt von den Aktuatoren hier oben ist dann 2 Pins oberhalb also 2 Pins weg von dem Drehpunkt vom Haken. Damit funktioniert das. Da könnt ihr rumspielen, rumprobieren, wie ihr das in eure LKWs reinkriegt. Das ist zumindest eine gute Formel, dass die Funktion an sich immer gegeben ist, ohne irgendwo auf halbem Wege stecken zu bleiben. Genau. Der Haken, wie gesagt, also ich stelle euch wirklich alles vor. Haken, das hin und her seht ihr dann im Bauanleitungsvideo. Heute geht es erstmal hauptsächlich um das Geschoss hier. Wobei hier noch nicht viel dran ist, weil der richtige Spaß kommt ja dann mit den Containern. So, also es ist eine Zweihandbedienung, das wollte ich euch noch zeigen. Ich stelle ihn jetzt einfach mal auf den Nase. Ihr könnt hier links und rechts beidseitig drehen. Es ist eine komplett durchgehende Achsverbindung, die dann gewährleistet, dass ihr entweder von links, von rechts oder optimalerweise macht das von beiden Seiten mit der Hand bedienen könnt, weil dann könnt ihr nämlich mit dem Auto auch spielen, wenn ihr bloß auf einer Seite fahrt, so realistisch gesehen, dann verschiebt man das Ding gerne mal. Das hat immer nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe es immer mit beiden Händen gemacht. Deswegen habe ich auch bei den Containern dann auf beiden Seiten immer die Zahnräder dran. Gut. Genau. Also wie gesagt, das Ding ist 15 Pins länger geworden, ist ein Haken dran gekommen, das ist original, das ist original. Hier vorne habe ich grob umgebaut, mehr dazu in der Bauanleitung. Jo, ansonsten wünsche ich euch jetzt eigentlich erstmal viel Spaß, das Ding zu genießen, mehr oder weniger, zu versuchen nachzubauen, bis ihr dann die Bauanleitung dazu habt. Ihr dürft gespannt sein, ich habe 3 verschiedene Container vorbereitet, einen Kipper, den ihr als Geranium funktionieren könnt. Ich habe allerdings einen Wasserwerfer draus gemacht, weil es einfach mal von der Spielfunktion her relativ lustig aussieht. Und dann, interessant, aber durchaus realistisch auch vorhanden, habe ich aus dem Abrollkipper noch einen Absetzkipper gemacht. Genau. Soweit erstmal das. Ich will euch nicht länger von euren Modellen abhalten. Also ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Gucken, beim Nachbauen. Seid gespannt auf die nächsten Videos. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüssi.